willkommen zurück zu Nerdcrate. Tim hier und heute endlich, wie versprochen, der Dreikampf zwischen Magic Square Toys, Light of Freedom, Takara Tomies MP10 oder natürlich auch dem Masterpiece von Toys R Us, falls ihr den habt. Ist kein Unterschied, also dann Hasbro. Und dem Transform Element OP Leader. Ich denke, da kann man eigentlich gar nicht allzu viel sagen. Ich habe für euch ein bisschen was aufgenommen. Dafür gehen wir hinten in meinem Fotobereich. Da habe ich einfach ein bisschen mehr Platz. Und da können wir uns die Hardware von den dreien entspannt angucken und die Artikulation. Auf die Accessories gehe ich jetzt nicht. Da verweise ich zum Beispiel bei MP10 auf, keine Ahnung, cybertron.com oder tfw2005.com. Aber auf jeden Fall die ganzen Details, Accessoires und die Transformation langsam im Detail zu Magic Square und Transform Element. Die seht ihr in meinen Reviews, die verlinke ich euch auch unten. Aber wir werden trotzdem eine Menge sehen. Die ganzen Details bei den drei, die Artikulation bei den drei, Gewicht jetzt nicht unbedingt, aber ich werde euch ein bisschen was dazu sagen, wer schwerer ist. Und die Transformation seht ihr auf jeden Fall im Zeitraffer. Ist fast so ein bisschen wie ein Wettrennen. Und man sieht am Ende, wer auf jeden Fall gewinnt und wer abgeschlagen ist. Von daher würde ich sagen, steigen wir gleich ein und ich gebe vom Studio ins Studio. Genau, und da sind wir zurück mit den drei Kumpanen. Und man muss halt gleich mal direkt sagen, die Proportionen vom Transform Element zum MP10 und zum Magic Square sind zum Beispiel sehr unterschiedlich. Wenn man sich zum Beispiel mal direkt den ersten Teil anguckt, die Hüfte, ist diese beim Transform Element wesentlich höher als beim MP10. Bei Magic Square ist sie nicht ganz so dermaßen weit runter. Sprich, das Design, was man aus der Serie kennt, ist beim Magic Square und beim Transform Element wesentlich, sagen wir mal, besser aufgegriffen. Vor allem muss man einfach sagen, die Ästhetik beim Transform Element sind mit den Hüftteilen hier und den Lampen wesentlich besser getroffen, finde ich zumindest, als beim MP10 und beim Magic Square. Der MP10 geht natürlich, um direkt mal mit dem ersten anzufangen. Wir arbeiten uns mal so ein bisschen von offiziell zu den anderen beiden Stilen runter, würde ich sagen. Einfach sagen, dieser ist natürlich sehr bulkig und wenn man die Arme ganz lang macht, hat man hier diese sogenannten Monkey Arms. Mich hat das nie so dermaßen gestört, weil welcher Mensch steht schon ganz gerade. Deswegen habe ich das immer leicht gebogen gemacht. Die Artikulation ist bei allen drei eigentlich ungefähr gleich. Wir haben eine volle 360 am Arm, aber beim MP10 haben wir echt stumpfen 90 Grad Ellbogen und einen Biceps-Swivel mit einem Wrist-Swivel. Alle vier Finger auf dem Basepin. Der Zeigefinger extra auf dem, ja kein Pin, sondern das ist ein rausziehbares Gelenk, was nur so eingesteckt ist und schafft auch nicht mal richtig was zum Zeigen, also ein bisschen leicht gekrümmt. Und der Daumen ist komplett gefixt. Waist Swivel geht komplett rum. Kopf sehr gutes Hoch, runter ist auch okay, dank dieser Platte hier drinnen. Das ist ganz cool und die Antennen sind bei allen drei auch justierbar. Und geht voll rum, alles keine Probleme. Die Oberschenkelgelenke fand ich beim MP10 immer absolut katastrophal. Ich finde, die haben sich angehört, als wenn die sich immer sofort gleich in Luft auflösen. Ich weiß auch nicht. Aber gehen gut nach hinten, gut nach vorne. Die Knie gehen sehr ungesund nach vorne. Und ja, ziemlich genau 90 Grad nach hinten. Guter Rocker. Ankle Tilt oder Ankle Pivot, je nachdem, wie man es nennen will, aber kein Toe Tilt, stattdessen nur nach unten für die Transformation. Also der MP10 bietet schon immer noch gute Hardware, muss man so sagen, aber er kommt so langsam einfach in die Jahre. Ne? Der Magic Square, den nehme ich jetzt, weil das der erste neue Third-Party-Anwärter ist, beziehungsweise war, der ist jetzt schon ein bisschen raus, genauso wie der Transform Element, nimmt viele neue Artikulationselemente mit. Wir haben zum Beispiel sehr gutes Hoch und ein gutes Runter und der Kopf geht 360, hat nicht wie beim MP10 hier noch irgendwie das Ding auf eine extra Platte montiert, weswegen sich das noch zusätzlich ausrechnen lässt. Die Arme kommen halt super weit raus für das Universal.
tolle 360 am Arm wegen dem Friction Joint und ein super Butterfly. Das hat der MP10 auch nicht. Der bricht zwar das Sculpt gnadenlos auseinander, aber von vorne funktioniert es halt für alles. Schön Bicep Swivel und Elbow Swivel, habe ich euch ja letzte Woche gesagt. Aber ich finde, für diesen Dreikampf ist das halt nochmal wichtig, ne? Und Wrist Swivel, alle Finger einzeln artikuliert. Mit den 4 Fingern wieder auf den Basepin und jeweils noch ein einzelner Mittelpin. Daumen auf dem Mittelpin und hat einen Balljoint an der Basis. Von daher auch alles bei. 360 an der Hüfte, riesen Ab Crunch nach hinten und nach vorne aufgrund der Transformation. Wie gesagt, gefuste Seitenpaneele für die Hüfte und Front-Hüftpaneele, die gut rauskommen. Und wenn man das beiseite macht, kommt der auch sehr gut nach vorne raus und nach hinten auch nahezu keine Behinderung. Also das klappt gut. Und dann natürlich besagtes Knie. Das ist das beste Knie von allen 3. Das sieht am besten aus und das gibt am meisten Artikulation. Und natürlich ein riesen Rocker, kein Enkeltilt, aber dafür ein Toe-Tilt, der sehr gut funktioniert und was ich schon sagte, Heel-Tilt. Die haben den Magic Square also wirklich, Magic Square hat ihren Prime wirklich vollgeknallt mit Artikulation und der schafft wirklich eine ganze Menge. Habt ihr ja in meinen Fotos gesehen, als auch im Review. Der Transform Element dann natürlich mit der Ästhetik meiner Ansicht nach weit voraus. Schöne Pins hier auf der Front, schön angemalt. Ich finde das Gesicht absolut nicht schlecht. Ich weiß nicht, was alle dagegen haben. Wie gesagt, kommt ein extra Kopf, aber es ist trotzdem nicht wild. Schönes Hoch, schönes Runter. Runter wieder ein bisschen begrenzt wie bei Magic Square, aber hoch dafür gut und kommt gut rum. Soft Ratchets am Arm. Ich finde die gut. Ich mag die. Und auch ein Bicep Swivel. Kein Double Jointed Elbow, aber schön ausgearbeitet. Und Finger auch auf dem Basepin, die 3 auf dem Mittelpin und die Hand, der Finger auf dem extra Mittelpin und der Daumen auf dem, ist an der Basis gefused, aber hat dann einen Mittelpin, was eigentlich auch alles gibt, was man haben wollen würde, würde ich sagen. Gute Frontpaneele an der Hüfte, an der Seite kommt es halt wie gesagt nur ein bisschen raus aufgrund, das seht ihr glaube ich halbwegs, ja nee leider nicht, das sehen nur ich, des Anbaus der Stoßstange hinten. Das können wir mal so machen, also das ist recht cool gemacht, das mag ich immer noch und das funktioniert sehr gut. Nach hinten ist nichts raus, aber dafür schafft er nach vorne sehr gut und nach hinten könnte der einen Ticken mehr haben, ist aber vollkommen ausreichend. Kein Universal Joint, das habe ich bei Magic Square tatsächlich vergessen, der hat einen guten Universal an der Basis vom Oberschenkel eingebaut und der MP10 hat das auch, also das ist Standard, das hat der Transform Element nicht, dem haben sie dafür einen Knee Swivel spendiert. Knie schafft eine tolle Range, viel besser als der MP10, bisschen schlechter als der Magic Square, aber nichts Schlimmes. Und kein Ankle Tilt, aber dafür einen tollen Rocker und ein schöner Toe Tilt. Das ist also alles dabei. Und ja, wie gesagt, von der Ästhetik ist jetzt alles eine Geschmackssache, ne? Muss man einfach so sagen. Will man jetzt mehr einen Toy-ästhetisierten, dann sollte man vielleicht tatsächlich auf den MP10 gehen. Der geht halt eher in Richtung G1 Toy. Funktioniert auch immer noch. Also wenn der für euch, wenn der eure Boxes tickt, das ja mal aus dem Amerikanischen kommt, ticking your boxes, dann schafft euch den an und spart beim MP44. Wenn ihr richtige Toy-Ästhetik wollt, geht auf den Transform Element, denn ich finde von den 3 am besten. Ich habe den jetzt erst zurücktransformiert, macht wahnsinnig Spaß. Wirklich ein super Teil. Und der Truck ist eindeutig der beste, was ihr gleich seht. Und der Magic Square, auf den wirklich viele gehen, hat halt eine sehr blockige Ästhetik, aber das Gesicht sieht toll aus.
Die Materialien sind alle gut, auch wenn der wesentlich leichter ist, also wirklich wesentlich leichter. Schafft halt auch von der Artikulation mehr als die anderen beiden. Ist einfach so. Also jeder bringt im Endeffekt seine positiven Dinge mit. Und ich hoffe, das ging vom Licht für euch so. Das hat vom Platz her für die drei einfach besser geklappt. Ich habe von hinten, da ist quasi ein Fenster, habe ich Tageslicht. Deswegen habe ich das hier so gemacht. Und nach der Transformation sehen wir uns wieder mit den 3 Truck Modes. Und ich bin mal gespannt. Also die Transformation ist sehr interessant. Einer ist am Ende auf abgeschlagenen Posten. Wer das sein wird, bleibt dran. Jo, und da sind wir zurück. Und ich muss ja sagen, ich finde es ziemlich interessant, was diese 3 unterschiedlichen Primes wirklich für verschiedene Transformationen auf den Weg bringen. Wie wir gesehen haben, der Transform Element ist natürlich ganz weit abgeschlagen gewesen und der letzte fertig gewesen. Dafür hat dieser aber auch tatsächlich die sehr viel interessantere Transformation, muss man einfach so sagen. Wir haben eine komplett neue Beintransformation, wir haben eine komplett neue Cap-Transformation. Und wer sich vorher mal die MP44 Bilder angeguckt hat, weiß auch ungefähr, dass die Transformation relativ ähnlich zu sein scheint. Zum Beispiel wie die Beine sich zusammenwickeln, könnte relativ ähnlich sein, sage ich mal so. Dass die Front des Caps also sich auch zusammensetzt durch den Kopf und dass der nach hinten rüber geklappt wird, finde ich sehr cool. Also ich habe den gerade eben transformiert. Wenn man es echt ein paar Mal gemacht hat, dann läuft das so. Also ich hatte echt Spaß dabei, muss ich sagen. Jedenfalls muss man da sagen, der macht sehr viel Spaß und bringt halt eine Menge Neues mit. Der ist wesentlich näher dran am MP10. Ich dachte mir, die Hand beim aus dem Video ist besser, ist ein bisschen sehr dunkel. Wir sehen halt, das Cap ist, ich sag mal so, wenn man sich das so anguckt, haben die beiden mehr Ähnlichkeiten als mit ihm. Das ist wesentlich bulliger. Gut, am flachsten ist er sowieso, also den darfst du nicht Offroad schicken, sagen wir mal so. Aber dieser hier bringt halt auch noch ein paar realistische Sachen mit. Wie gesagt, man kann die Tür öffnen, das sieht ziemlich cool aus, ohne Innenraum. Das wird der MP44 neu schaffen, der lässt es sogar zu, dass man die kleinen Figuren, Spike und Daniel reinsetzt. Und hinten aber super dick. Wie gesagt, hier sind die Ansätze, da soll wohl angeblich ein eigener Trailer zu. Und schönes Blau. Und das ist halt ja, der Titelverteidiger, ne? Der ist mittlerweile sehr alt. Ich muss auch sagen, bei der Transformation waren hierbei mittlerweile einigermaßen Sachen mittlerweile locker geworden. Also das hier einzupacken war nicht mehr so hundertprozentig. Und die Beine sind auch ein bisschen flatterig, das Chrom gibt allmählich nach. Ist natürlich alt, ne? Vielleicht brauchen wir tatsächlich ein Update. Aber wir können ja mal eben ein bisschen auf die Hardware gehen. Von den dreien ist definitiv der Transform Element der schwerste. Ich habe jetzt keine Waage hier, das hätte ich tatsächlich noch machen können.
Aber das ist definitiv der schwerste. Der hat halt Die-Cast am Fuß, der ganze Rahmen ist Die-Cast und von ihm hier oben drauf ist auch eine Menge Die-Cast. Das ganze Stück zum Beispiel. Und lasst mich mal eben gucken, man kann das einigermaßen fühlen. Also es ist auf jeden Fall eine Menge hier hinten, muss man einfach so sagen. Das Plastik ist sehr matt, nicht so matt wie das, aber sehr matt. Wir haben hier keine Farbe drauf, nur hier ein bisschen. Und die Farben hier halt auch, aber dafür ist es halt sehr, ich sag mal, rich. Es ist sehr cartoongetreu und gut, das haben die alle im Endeffekt gleich. Wir sehen überall ähnliche Mengen ungefähr an Pins, wobei der ist tatsächlich wesentlich simpler. Ich glaube, das ist tatsächlich der simpelste Truck Mode, weil der hat hier überall Pins, Autobot-Symbol ausgeschnitten, hier so klar, sogar eine kleine Klinke für ein Seitenfach, Stufen, Türklinke hier. Alles schlicht gehalten und sehr cartoonmäßig, nichtsdestotrotz wiederum sehr detailliert. Und mal so bleibt das hier irgendwie drin. Ich weiß nicht. Das ist manchmal ein bisschen merkwürdig, aber nichtsdestotrotz schöne Felgen auch, muss man sagen. Hier oben drauf ein paar Details, Lichtgitter. Wie gesagt, der Nachteil, wir haben hier überhaupt keine Rücklichter. Das sehen wir gleich bei den anderen. Aber ja, Rücken hier, oben drauf sehr schlicht. Also wir sehen hier einiges. Und hier im Endeffekt funktionierende Scheibenwischer. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, muss man sagen. Dann haben wir den MP10 als Titelverteidiger. Ich habe den ein bisschen detaillierter gemacht. Das ist ganz gut geworden. Grabbelt auch allmählich runter. Das sind so Edding-Silberstifte, hat nicht so gut geklappt. Aber schöne Scheibenwischer, silberner Streifen, natürlich nicht cartoon-akkurat, mehr in Richtung G1 Truck. Eine sehr realistische Front. Autobot-Symbol auf der Seite. Wir haben hier die Griffe, wir haben hier auch wieder jede Menge Pins. Hier ein Aufstieg und eine Klinke, also an der Seite eine Stufe, hier oben drauf dann wieder so gar nicht detailliert und so eine quasi gefakte Anhängerkupplung, Reifen und alles Gummi, schön detailliert, auch der Tank, der gerade ein bisschen raus war. Und ja, bei ihm war das auch nicht lackiert, ich habe das hier auch selber gemacht. Also man kann hier auch eine Menge rausholen und die Smokestacks, die setzen hier unten schön ran. Also das sieht sehr gut aus beim MP10. Also es ist immer noch ein stabiles Toy, muss man einfach sagen. Stabile Figur, stabiler Transformer, nennt wie ihr es wollt. Und der Magic Square haut natürlich von den Materialien nochmal raus. Der ist wesentlich leichter, aber er fühlt sich trotzdem nicht irgendwie brüchig an oder als Gefahr, dass er irgendwie brüchig sein könnte. Ne? Wir haben hier sogar noch Smokestacks, die wesentlich weiter rauskommen könnten, weil der ist ein bisschen locker, der bleibt nicht ganz drin, merke ich gerade. Aber ich finde, das gehört so, das muss so. Und hier auch wieder ein paar Pins, grauer Streifen anstatt Silber. Wir haben hier schön Chrom, ein paar Griffe. Die Scheibenwischer funktionieren hier nicht, die sind nur locker, relativ fest dran, sag ich mal. Aber schöne Scheinwerfer, schönes Chrom, Stufen sind sehr schön rausgeholt. Das sind im Endeffekt die realistischen und detaillierteren, wenn man jetzt von meinen mal absieht, die ich jetzt selber gemacht habe. Aber das ist eben auch die Zielgruppe. Ne? Während der hier ganz klar auf dem Update Richtung MP10 abschielt, hier schöne Rückleuchten, muss man einfach sagen, ich hatte den gerade mal zurücktransformiert. Im 5-Minuten-Video, das ist das hier, was ihr gerade seht, passiert original 5 Minuten nach meinem 5-Minuten-Freitagsvideo. Muss man einfach sagen, das sind einfach 3 unterschiedliche Zielgruppen. Ganz eindeutig Cartoon-Modus, ganz eindeutig, komplett rot. Man sieht einfach, so wie der auf einen zudonnert, sag ich mal, ne? Das ist einfach, wenn wir uns das mal eben so angucken wollen, das ist einfach schlicht Cartoon. Ist nun mal einfach so, muss man so sagen. Und sieht schön aus, die Details von der Matrixkammer kommen gut durch. Und also ich muss nach wie vor sagen, von den 3 ist das definitiv mein Favorit. Ich habe leider nicht MP44, aber das ist mit Dennis von Sentinel auch schon geklärt, den werde ich mir auch angucken können. Und MP10, ja, wie gesagt, alter Titelverteidiger. Der wird auch meine Sammlung nicht verlassen, aber der wird eben in ein anderes Shelf gehen und ich werde meine Sammlung, also mein Masterpiece Shelf, definitiv mit einem neuen Prime bestücken. Und ich schätze, das wird der V2 von ihm hier werden, weil zwischen den 3 gefällt mir der einfach schlichtweg am besten. Auch wenn alle 3 wirklich schick sind, muss ich einfach sagen. Damit zurück ins Studio. Ja, danke Tim. Tim hier. So, da sind wir zurück und ich finde das eigentlich schon ziemlich interessant, was man so für Varianten hat. Ist natürlich bestimmt auch noch interessant zu sehen, wie dann am Ende der MP44 aussieht, muss man sagen. Und
Ich glaube, da ist nicht allzu viel zu sagen. Wobei doch, da ist noch was zu sagen. Was ich noch interessant finde, was mir gerade so einfällt, wie das womöglich in einem Display aussieht. Deswegen habe ich euch mal eben 3 Bilder reingehauen mit einer kleinen Beschreibung unten drin, für die, die es auch nicht wissen, welcher Optimus Prime sich gerade in meinem Display befindet. Da seht ihr, wie ich das so ein bisschen aufgebaut habe mit meinem Devastator und so weiter und seht, wie die sich da drin machen. Und ich persönlich muss sagen, das tut sich alles nicht viel. Die sehen alle 3 wirklich sehr gut aus, aber naja, meine Wahl fiel auf den Transform Element, ne? Deswegen ist das für mich so ein bisschen der Sieger davon. Es kann sein, dass MP44 die komplett alle aus dem Weg räumt. Kann sein, wissen wir nicht. Wissen wir wahrscheinlich im August. Und mit mir meine ich mich, euch, als auch Dennis von Sentinel Billy. Von dem werde ich wahrscheinlich den MP44 zum Reviewen bekommen. Aber jedenfalls war heute erstmal alles im Zeichen von Optimus Prime und ich hoffe, das war ein bisschen informativ für euch und ihr konntet da was für euch rausziehen. Vielleicht sogar eine Wahl treffen. Ihr kriegt ihn noch in unterschiedlichen Shops, MP10 als auch Magic Square und Transform Element. Transform Element kommt jetzt gerade frisch der Second Run raus, ist allerdings noch nicht der Run mit dem zusätzlichen Kopf. Was damit ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber es gibt jede Menge Shops. In dem Sinne wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche und nächste Woche gibt es keine Transformers. Das war jetzt erstmal ein bisschen genug. Wir gucken mal, was wir machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich tendiere zu Storm Collectibles Go. In dem Sinne, lasst es euch gut gehen. Macht's gut und tschüss.